und der Gast freut sich, dann werde ich das selbst machen. Aisha leitet seit 28 Jahren das Hotel und den Campingplatz von Marokko-Reisen Schatz. Wir machen einen schönen Film für die liebe Aisha und testen, ob der Bronco auf der Zugbrücke einbricht. Und heute wollen wir wissen, wie baut man so ein Unternehmen auf? Welche Herausforderungen kommen auf einen zu? Und was man dafür tun muss, dass Gäste nach 28 Jahren immer noch gerne wiederkommen. Willkommen bei Miles Meets Moments. Wir sind Alex und Jürgen und wir zeigen, wie deutsche Unternehmer überall im Ausland ihr Glück gefunden haben. Wir sind Alex und Jürgen und wir zeigen, wie deutsche Unternehmer überall im Ausland ihr Glück gefunden haben. Ja, unsere heutige Gesprächspartnerin, das ist die Aisha von Marokko-Reisen Schatz. Und sie betreibt hier ein sehr außergewöhnliches Schloss, Hotel, Burg. Man kann auch Kasper dazu sagen. Ja. Und das schon seit fast 3 Jahrzehnten. Aisha, schön, dass du heute unsere Gesprächspartnerin bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Stell dich doch mal kurz vor. Sag mal, wer du bist und was du hier in Marrakesch machst. Ja, ich bin die Aisha Schatz, geboren Noor. Ich komme aus Marokko. Aber seit über 33 Jahren war ich verheiratet mit einem Deutschmann. Und da haben wir das Betrieb seit 97 haben wir den Marokko-Reisen angefangen. Und bis heute mache ich jetzt. Weil mein leider ist verstorben. Ja, dann erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie es überhaupt zu der Idee kam. Wie ist denn die Idee entstanden, hier so ein schönes Hotel und einen Wohnmobilstellplatz aufzubauen? Genau. Die Idee kam von meinem Mann, Reinhard Schatz. Und der hat, als wir erstmal 96 ein Haus oder eine Villa gekauft in Marrakesch. Und die war den Villa so groß, dass es 13 Zimmer haben, 4 Salons und 4 Bäder. Und dann kam mein Mann auf die Idee, viel Zimmer braucht man nicht. Warum machen wir das Marokko-Reisen? Ich kann Marokko und du bist Marokkanerin. Und da kann man dann den Leuten Marokko zeigen. Und dann kam die Idee, das Marokko-Reisen zu machen. Ja, sehr schön. Das merkt man auch heute tatsächlich, dass hier total viel Herzblut reingeflossen ist und dass du als waschechte Marokkanerin hier den Gästen natürlich das Land auf besondere Art und Weise zeigen kannst. Gerne. Kannst du dich denn noch an den Moment erinnern, wo ihr gesagt habt, das machen wir jetzt wirklich, also wo ihr die Entscheidung getroffen habt, praktisch das ganze Projekt anzugehen? Ja, genau. Da kann ich mich sehr gut erinnern, weil ich war erstmal dagegen, weil es nicht mein Bereich Hotelier zu machen. Ich habe was anderes gelernt. Ich war Elektrikerin für Industriemaschinen, habe ich das Beruf gelernt und gearbeitet 7 Jahre. Und danach bin ich nach Deutschland und dann habe ich geheiratet. Und dann habe ich 5 Jahre als Verkäuferin im eigenen Geschäft gearbeitet, für Edelstein, Schmuck und alles Schmuck, was mit Edelstein zu tun. Ja, und dann haben wir die Idee, das Haus oder Villa in Marrakesch zu kaufen. Und dann, als mein Mann die Idee hat, Marokko-Reisen zu machen, dann bin ich erstmal Marokko-Reisen habe ich gar keine Ahnung. Wie man kochen, wie man Hotel betreiben, wie man die Gäste bedient und so weiter. Aber ich habe aus Liebe für meinen Mann gemacht. Sehr schön. Und dann habe ich mit der Zeit gelernt und viel dann gesagt, mache ich das. Und wir sind auch Marokkaner, wir sind auch gewöhnt, Gastfreundschaft, wir sind daran gewöhnt. Ja. Und dann durch die willkommen Leute dann zu uns und dann haben wir auch dann für mich war am Anfang ein bisschen nicht einfach, aber das habe ich im Griff. Dann mit der Zeit wird besser, jedes Jahr wird besser und dann habe ich das weitergemacht. Ja. Ich glaube, sowas liegt einem auch im Blut, ne? Also ja, genau. Der Umgang, die Gastfreundschaftlichkeit, wie du schon gesagt hast, ja, gerade. Stimmt, ja. Und dann entweder kann man es oder man kann es nicht. Richtig, ja, genau. Kann man auch lernen. Nee, kann man nicht lernen, muss man vom Kind schon. Will man sehen, die Eltern, wie das freut sich, wenn ein Gast kommt oder sowas. Und dann, ja, von Anfang an für mich ein Betrieb ist, was kann ich machen, wie ich mache und so weiter. Das war die Frage. Aber danach, als die Gäste kamen und dann
Zimmer machen und Essen machen und die Leute bedienen und erklären, was in Marokko gibt und so weiter, über Marrakesch, über Ausflüge und so weiter. Und dann geht es peu à peu mit der Zeit besser zu machen, ja. Sehr schön. Ja. Ja. Ja, jetzt drehen wir die Zeit mal zurück, 28 Jahre zurück. Ja. Wie muss man sich das hier vorstellen? Wie sah der Ort aus, als ihr begonnen habt? Ja, wir haben nicht hier begonnen. Wir haben eine andere Villa in Marrakesch, in Messera. Und dort haben wir angefangen. Da war, wie ich gesagt, dann sind eine Villa mit 600 Quadratmeter, mit einem Garten, mit auch 13 Zimmer, hier Salon und alles und mehrere Bäder. Da haben wir angefangen damals, ja. Und dann haben wir bis 2006 oder sagen wir 2008 haben wir den Betrieb in eine andere Villa gemacht. Und danach haben wir ein Grundstück hier gekauft und selbst gebaut. Das heißt, wir haben die Grundstücke 2006, war dann noch Betrieb in einer anderen Villa. Und haben 2006 ein Grundstück gekauft und 2007 und 2008 haben wir gebaut, bis Teile von privat haben wir 2009 fertig. Aber 2009 hat er begonnen, den Betrieb hier in der Gastbar. Und dann von der Zeit 2009, dann machen wir Marokkaner hier und dann machen Ausflüge, machen mit alles, ja. Das heißt, das war ein ganz normales, wie man es kennt, leeres Grundstück. Genau. Was waren da so die ersten Herausforderungen, als ihr begonnen habt? Ja, so viel zu tun. Das heißt, wie wir alles beim Bauen und dann, ja, und alles nochmal, ja. Und in Marokko ist es nicht so einfach, das zu bauen, da muss ein ganz genau. Aber mein Mann war derjenige, der besichtigte den Baustelle und da hat er alles genau geschaut, wie die bauen und mitgemacht. Und dann heißt, von morgen bis Abend war er hier. Und wenn er es Ausflüge, der kam immer abends zurück hier und hat geschaut, was haben das am Tag gemacht. Ja, halt, wie ist eine Mentalität von Marokkaner. Gegen deutsche Mentalität bei der Arbeit würde immer dabei sein, immer schauen und immer gucken, machen richtig und so weiter. Und da haben wir auch deutsche Architekten, die da am Anfang dabei waren. Wir haben gute auch Architekten, die in Deutschland studiert und Stahlarchitekt und da haben wir das richtig gebaut. Ja. Hattest du da wie mal man vorgestellt, ja. Ja, genau. Das hört sich jetzt für mich wie eine gute Mischung an. Ja. Eine deutsch-marokkanische Joint Venture-Geschichte. Genau. Gab es da trotzdem vielleicht mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, das schaffen wir nicht? Ja, Finanzierung. Da war richtig, wie man vorstellen. Immer wenn wir bauen, macht man ein Budget und danach wird mehr als das, oder manchmal doppelt als was wir geplant und so weiter. Aber da haben wir schon einen Weg gefunden, dass wir den Villa verkaufen und dann weiterbauen mit des Gelds. Oh, das hat alles geklappt, ja. Und dann mit dem Gewinn von den Betrieb und dann haben wir immer reingesteckt und das so weiter zu machen, ja. Was hast du denn sonst noch festgestellt? Du hast ja in Deutschland schon als Unternehmerin gearbeitet, in eurem eigenen Geschäft und bist hier Unternehmerin in Marokko. Was sind denn so die größten Unterschiede, wenn du jetzt überlegst, Unternehmen in Deutschland im Vergleich zu Unternehmen in Marokko? Ja, von Bürokratie sind unterschiedlich, ja. Aber es läuft, wenn man richtig auf Regie, der Deutsch läuft alles gut. Und aber halt muss man immer schauen und gucken und was macht man richtig, was kann man machen wie in Deutschland oder hier. Aber von Bürokratie sind unterschiedlich, ja. Das kann man nicht vergleichen. Das ist alles läuft anders. Deutschland läuft alles fließig und hier muss alles nochmal immer schauen, wie kann man machen, welche Wege nehmen. Hier steht manchmal Stein im Weg, da muss man wegschaffen und weitermachen. Das ist alles, aber als Marokkanerin bin ich dran gewöhnt. Genau, das funktioniert ja auch. Funktioniert auch, da kriegt man schon alles hin. Ja. Und wenn du dir jetzt so die kulturellen Unterschiede anguckst, also die marokkanische Kultur im Vergleich zur deutschen Kultur, was muss man da berücksichtigen in Marokko? Marokkanische Kultur hat nichts zu tun mit deutscher Kultur. Da muss man nur dran gewöhnen, um das zu, marokkanische Kultur hat anders Flair,
zu mitmachen und ja, von Art, das ist, nee, das kann ich weiß nicht. Also was kann man zum Beispiel sagen jetzt hier Okay, so als Deutscher, da denkt man ja manchmal so, wenn man ins Ausland geht, da ticken die Uhren so ein bisschen anders und die Menschen die sind vielleicht nicht so zuverlässig, nicht so pünktlich, andersrum, aber vielleicht das war am Anfang, genau. Aber jeder Unternehmer am Anfang dann in Marokko, da muss damit leben, wenn er zum Büro geht zum Beispiel und dann will Papier holen und dann ist keiner da. Dann muss er warten, bis er kommt. Dann sagt morgen, inshallah, morgen. Dann musst du warten bis morgen, dann gehst du dahin, vielleicht klappt nicht und musst du viel Geduld haben für die Sachen, um das was zu erledigen. In Deutschland gehst du dahin, geht's zack und dann bist du fertig, ja. Aber hier musst du viel Zeit nehmen und viel Geduld. Das war mein Mann auch. Am Anfang hat das ein Riesenproblem, wenn ein Mitarbeiter nicht kommt pünktlich oder macht das nicht richtig und dann immer aufgeregt und da habe ich immer gesagt, ja, denke dran, bist du in Marokko und dann läuft anders. Ja. Und dann, aber du kannst nicht Deutschland machen in Marokko. Da kannst du reden, wie du willst, aber die machen so, wie ihr denken und so weiter. Wenn du sagst, ein Taxifahrer kommt um 10 und kommt um 10 und dann das musst du mitleben. Oder wie gehst du, machst Papier und dann musst du warten, einen Tag und nächsten Morgen und morgen. Dann haben viele Europäer Probleme, um zu verstehen, warum geht nicht und regt sich auf und danach geht nicht voran. Und das muss man dafür Geduld. Und mit der Zeit, wenn man länger in Marokko, dann werden sagen, okay, muss ich mitleben mit der Situation. Das heißt, es ist so und kann ich Marokko nicht ändern. Ja. Genau. Und was gibt es so als positive Eigenschaft vielleicht? Also das war ja jetzt eher so was, wo man sich als Deutscher erstmal so ärgert, sag ich mal. Aber gibt es auch was, wo man sagt, boah, das ist cool, dass das in Marokko ganz anders läuft als bei uns? Stressfrei, was die Deutschen immer haben. Da muss ich richtig relax oder das viel aufregen. Das Leben, so wie es muss, klar, Arbeit muss gemacht, aber es ohne Hektik, ohne Stress. Ja. Jetzt sind ja 28 Jahre eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Was hat euch geholfen, diesen Ort für so lange Zeit so erfolgreich zu führen? Ja, erstmal als mein Mann Idee, Marokko Reisen zu machen, der hat mich überzeugt, dass ich ein halbes Jahr in meiner Heimat, dass ich kein Heimweh habe. Und er liebt Marokko und er bekommt von Marokko genug Zeit, um die Kultur und alles zu erleben. Und er war ein Mineraliensammler oder Mineralienkäufer und das Marokko bekommt den Flair des, wenn er dann an Fundstelle gehen und mit Leuten dann, zum Beispiel wenn er mit Leuten geht, dahin in Fundstelle freut sich immer, das zu sehen und die Leute zu sehen, die mit früher Geschäft gemacht und so weiter. Ja, und dann ist, wie sage ich das, macht auch Spaß in Marokko, der Halbjahr, und bin ich froh, dass ich das mitgemacht. Und ja, und machen wir Geschäft und gleichzeitig lebe ich das meine Heimat. Ja. 6 Monate ist genug. Auch. Was ich so ein bisschen daraus höre, dass die Liebe zum Land und auch das Leben mit dem, was das Land zu bieten hat, wie jetzt zum Beispiel die Mineralien, die ja überall in der Wüste dann auch so warten, entdeckt zu werden. Wüste, überall. Ja. Und das macht Marokko ist ein Land, der hat alles. Ja. Was kann man dann denken? Da von Land hier, von den Perspektiven, da hat er alles. Ja. Wasser, Meer, beide Mittelmeer, Atlantikküste. Da hat er Berg, verschiedene Bergriffe, Hochatlas, Mittelatlas, Antiatlas, Kleinatlas. Da hat er Wüste, Steinwüste, Sandwüste, Flachländer, gibt manche Ecke, dann denkst du, bis in die Schweiz. Das ist ein Land, die vielfältig. Und das macht Spaß, nicht nur die Leute, die fliegen und hier kommen und Marokko kennengelernt, auch die Reisemobilisten, die durch Land von Norden bis Süden. Und du denkst, da bist du an jeder Ecke in ein anderes Land, obwohl es ist nur ein Land. Ja. Aber es ist schön, wenn man richtig durch Marokko
Da kann man viel von auch Kultur. Jede Ecke hat eine eigene Kultur. Das sind Berber und sind Araber. Und jeder Stamm hat eine eigene Kultur. Und dann ist Nordmarokko hat eine andere Kultur, Südmarokko hat eine andere, West auch und Est. Und das ist alles vielfältig. Und da kann man dann erleben und nie satt davon. Ja. Verstanden. Was macht denn für dich eine gute Gastgeberin aus? Also du bist eine gute Gastgeberin, so haben wir dich kennengelernt. Du bist immer präsent, du nimmst dir unglaublich viel Zeit für deine Gäste, wie wir es selten gesehen haben, weil oft ist ja der Inhaber, der Unternehmer eines solchen Hotels im Hintergrund. Ja. Was macht für dich das aus, ein guter Gastgeber oder beziehungsweise in deinem Fall eine gute Gastgeberin zu sein? Heutzutage ein guter Geschäft oder ein Hotelier oder sagen wir mal ein Gastgeber, da muss Präsenz, weil viele haben verloren. Die machen einen Manager und die verstecken sich im Büro oder irgendwo nicht mehr da und da lassen der Manager alles regeln. Aber der Kontakt zu den Leuten, wenn du fragst, dann Manager, ja, ich habe ein Problem. Er sagt, ja, der Chef hatte gesagt, so und was da, fertig. Kannst du nicht mehr diskutieren mit dem Manager, weil es befohlen, das zu machen und fertig. Aber bei mir oder bei meinem Mann früher können wir mit den Gästen immer unterhalten. Wir finden immer einen Mittelweg, um ein Problem zu lösen oder was er will. Oder wenn wir Probleme haben. Es gibt manche Gäste, die kommen und die Gesundheit ist nicht gut geht. Und bis der Manager reagiert oder ein Büromann reagiert, dann ist vorbei. Dann ich greife das sofort und nehme es ins Krankenhaus und dann regelt das und das ist viel, viel besser. Und der Gast freut sich, dann will ich das selbst machen. Ja. Oder selbst in den Griff habe. Ja. Also wir haben das auch schon an anderen Orten hier in Marokko erlebt, dass der Inhaber und der Chef sehr oft sehr präsent ist und das ist etwas, was man in Deutschland nicht mehr so oft sieht. Und, ja, das stimmt. Das ist individuell so. Wir waren auch früher ganz Familie da. Mein Mann, ich, meine beide Töchter. Und das ist, wenn das Kontakt zur Familie, die Inhaberfamilie, das ist viel besser für die Gäste, dann haben das anderes Kontakt und anderes so, sage ich, erleben anders. Ja. Wenn du in Großhotel oder wo siehst du keinen, der dich helfen oder sowas und da bist du richtig alleine gelassen. Wenn du Probleme hast, krank, dann lässt dich im Krankenhaus und dann war's dann fertig. Aber keiner schaut nach dir oder keiner übersetzt dir, wenn du keine Sprache kennst und so weiter. Und das, was mache ich. Dann, wenn das Problem ist, egal, Ämter oder mit dem Krankenhaus oder will was kaufen oder was, dann bin ich immer dabei, übersetze ich, dann helfe ich dann und das ist alles wichtig. Auch nicht nur das, auch genau im Zimmer, wenn was fehlt oder was kaputt, muss ich immer sofort regeln. Dann kann ich nicht warten oder bis der Chef kommt und dann regelt, dann mache ich das alles gleich, ja. Was bedeutet Erfolg für dich persönlich? Wie wichtig ist der Erfolg? Ja, Erfolg ist für mich wichtig, wenn ich sehe, alles gut läuft und dann alles ohne Problem. Und das nicht nur Geld, aber das auch Gäste zufrieden, ich zufrieden, das ist Erfolg für mich. Das heißt, das Gesamtergebnis bildet für dich den Erfolg ab. Genau. Und das ist dir auch wichtig. Das ist auch wichtig. Das merkt man ja, genau. Ja. Wenn ich sehe, die Gäste zufrieden, bin ich auch zufrieden. Sehr gut, sehr schöne Einstellung. Genau. Gibt es irgendwas aus Deutschland oder aus Europa, was du hier vermisst? Oh, gute Frage. Scheint nicht so viel was zu ich vermisse ich meine Kinder und mein Haus und dann Nachbar, Freunden und sonst alles so. Irgendwelche Eigenschaften, die dir hier fehlen, wo du sagst, boah, das läuft in Deutschland an der Stelle viel, viel besser als hier, oder? Ja, es gibt so viele Sachen, die laufen viel besser als hier, weil es, wie kann ich, Bürokratie, das fällt mir besser. Wenn ich dann zur Gemeinde gehe, läuft alles schneller und hier brauche ich Zeit. Das ist das, was fehlt. Wenn du was brauchst, anrufen, fertig, dann wird gemacht und so weiter. Hier, du musst dahin gehen und musst dann präsent und
wir sind nicht so weit wie in Deutschland. Zum Beispiel, wenn ich brauche eine Geburtsurkunde, und dann rufe ich dann an, bitte, da war Post gekommen, hier muss ich dahin gehen, da muss ich alles nochmal Kontakt mit den Personen im Büro, da muss ich nochmal dann verlangen und das dauert ein bisschen länger, bis ich das bekomme. Das ist was fehlt, ja. Schauen wir mal in die marokkanische Glaskugel, sprich in die Zukunft. Oh ja. Was denkst du, was ist hier in 10 Jahren? Wie stellst du dir dein Haus in 10 Jahren vor? Ich kann nicht vorausschauen, was in 10 Jahren liegt. Alles hängt an meiner Gesundheit, wie weiter das meine Gesundheit aussieht, wie weit es dann auch der Tourismus aussieht. Es wird gleich bleiben, wird besser. Ja, und dann alles wird nur, ja, das mache ich, wie es weitergeht, noch bis meine Gesundheit nicht mehr erlaubt. Und dann muss ich aufhören. Mhm. Aber wenn ich noch kann, mache ich weiter. Das heißt, wir werden dich in 10 Jahren hier auf jeden Fall nochmal besuchen. Inshallah. Ja, inshallah, genau. Alles liegt an den Händen der Gott und dann wir geben wir Mühe auf Hilfe des Gottes. Aber wenn ich dann in 10 Jahren noch gesund bin und das mache ich weiter, das mache ich. Hast du denn noch Träume oder Ideen, was dieses Projekt betrifft? Träume? So wenig, aber es gibt so Sachen, die werde ich verbessern. Ich schaue immer noch der Punkt, was zum Beispiel dieses Jahr, was nicht funktioniert, was nicht mich stört oder was kann ich nächstes Jahr, dann mache ich immer Notiz und dann schaue ich dann mit meinen Kindern, weil nach dem Tod meines Mannes, dann bleiben mir nur die Kinder, wo ich mit ihm immer Gespräche mache und dann machen wir dann, was ist nächster Schritt? Was können wir machen, was können wir besser machen und dann besprechen wir, wenn das Ergebnis gut, dann können wir dann machen und das, denke ich, wird viel, viel besser und viel fortschrittende Sachen, die wird gemacht in unserem Betrieb, ja. Inshallah. Abschlussfrage noch von genau. uns. Welchen Rat würdest du denn Menschen geben, die im Ausland ein Unternehmen aufbauen möchten? Was kannst du da für Tipps weitergeben? Das heißt, eine, die Marokko zum Beispiel will ein Projekt oder Betrieb in Marokko machen, muss erstmal kennengelernt die Kultur, die Mentalität, die Bürokratie. Und dann kann sagen, okay, dann kann ich passe für das Land, dann komme ich zurecht, dann kann ich machen. Aber nicht mit Blauauge kommt, ja, okay, ich will Chef machen. Und dann hat er gar keine Ahnung, was läuft, wie abläuft in Marokko. Es gibt Leute, die kommen, die kaufen ein Grundstück und dann sagen, ja, wenn die anfangen, dann haben sie Schwierigkeit, Genehmigung zu bekommen. Die wissen gar nichts, wie das abläuft und dann fängt an, das Papier und das Papier und das Papier und dann sind genervt und dann manche sagen, ja, dann, das ist nichts für mich und dann ist es spät. Ja, aber besser, wenn man informiert über alles voraus. Wenn ich dann Geschäft mache, muss ich erstmal wissen, wie das abläuft. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und vor allen Dingen auch für deine Gastfreundschaft. Dankeschön. Ja, das ist ja echt ein ganz außergewöhnlicher, toller Ort mit einer tollen Gastgeberin und wir sind sehr gerne hier, sind auch jetzt ja schon 3 Wochen mindestens hier. Ja. Ja, genau, das sind fast 3 Wochen jetzt. Aber ich danke euch vielmals, dass ihr auch das Interview mit mir und das. Vielen, vielen Dank nochmal.